Die verlassene Horrorvilla von Dr. Ferrari, einem Zahnarzt, dessen Geheimnisse tief in den vergessenen Räumen seiner verlassenen Millionenvilla schlummern. Was hat ihn und seine Familie dazu gebracht, diesen Ort so plötzlich zu verlassen? Schon beim Betreten der Villa fühlt man die Kälte und die unerklärliche Dunkelheit, die von den zerfallenen Wänden und staubbedeckten Möbeln ausgeht. Die Zeit scheint hier stehen geblieben zu sein und jeder Raum erzählt seine eigene, unheimliche Geschichte. Antike Möbel, verlassene Zahnarztgeräte und auch persönliche Gegenstände. Es wurde einfach alles zurückgelassen. Die Stille ist drückend und es ist fast, als würde der Geist von Dr. Ferrari selbst noch durch die Korridore wandeln. Schaltet ein und begleitet uns auf dieser unheimlichen Erkundung, die euch in Atem rauben wird. Versucht mit mir, die unerwartete Flucht des Zahnarztes Dr. Ferrari zu klären. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Wir sind wieder für euch unterwegs, befinden uns aktuell schon wieder in Italien und genießen hier gerade quasi die ersten Sonnenstrahlen des Jahres. Und heute nehme ich euch mit zu ein paar Locations. Ich denke, es wird kein einzelnes Video, es wird eher so eine kleine Lost Place Reihe, wo wir uns 2, 3 Sachen angucken. Das werde ich dann alles zusammen in ein Video packen. Und ich stehe jetzt hier in einem verlassenen Theater. So, hier war der Zugang, hier bin ich gerade reingekommen. Und guckt euch das mal an. Wie vergammelt das ist. Überall Spinnennetze an den Decken. Die alten Vorhänge zerfallen hier, hängen teilweise hinunter. Und das ist das Theater. Wow. Wahnsinn. Überall schon Taubenscheiße. Eine rosa Tapete, da oben war die Loge mal. Und guckt euch das mal an. Da hängt einfach so ein Stück Decke an den letzten Seilen. Und dann haben wir da oben ein Kreuz über der Bühne und hinten die Bühne. Ja, das ist doch mal echt ein richtiger Lost Place, Leute. Seit Jahrzehnten vergammelt das hier vor sich hin. Und ich höre gerade Tauben über uns. Die brummen hier vor sich hin. Das heißt, wir sind nicht alleine. Krass, waren hier so Öllampen oder was? Aber man kann auch noch nach da oben gehen. Das schauen wir uns gleich auch noch mal an. Hier geht's auf die Bühne. Boah, was hier rumliegt. Das ist so ekelhaft, Leute. Oh. Und man kann auch gar nicht mehr auf die Bühne gehen. Das wäre jetzt wirklich viel zu gefährlich hier. Dann lassen wir das Ganze auch. Dann schauen wir uns das Ganze jetzt gleich nochmal von oben an. Stimmen vor dem Gebäude gehört. Müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Haben wir auf jeden Fall das alte Treppenhaus. Und hier geht es in den Bereich der Loge. Boah, Wahnsinn. Und hier haben wir noch weitere Sitzmöglichkeiten. Und auch hier das Ganze extrem vergammelt. Das Einzige, was hier noch steht, sind die Verankerungen aus Stahl. Das ganze Holz fault hier weg. Boah. Das ist nicht ohne, Leute.
Mehr gibt es hier jetzt leider nicht zu sehen, aber wir machen direkt weiter und fahren zum nächsten Spot. So, wir sind jetzt an der nächsten Location angekommen. Wir befinden uns jetzt hier in einem Dorf, mitten in den Bergen hier in Italien. Und ja, wir sind ungefähr 2,5 Stunden gefahren und uns ist allen dreien kotzübel jetzt, weil das wirklich echt eine Kurverei war, ähnlich wie eine Achterbahn. Das war schon echt der Wahnsinn. Und ja, jetzt schauen wir uns eine verlassene Villa an. Doktorenvilla wird die genannt. Wir kennen aber keine weiteren Infos. Das heißt, es wird jetzt extrem spannend, wenn man halt nicht weiß, was einen dort drinnen erwartet. Einfach mal schauen. Es ist mega schön hier in dem Dorf. Guckt euch das mal da oben an. Das ist eine riesen Burg auf dem Berg. Und die Location soll sich jetzt irgendwo da unten befinden. Richtig schön. Ob da wohl noch einer wohnt? So Leute, ich bin im Keller der Location. Ich bin gerade schon mal ganz kurz hochgegangen. Diese Location ist einfach nur unglaublich, Leute. Guckt euch das jetzt mal an. Wir befinden uns jetzt hier in so einem alten Keller und hier geht's hoch. Und wir werden jetzt direkt in der Bibliothek auskommen. Guckt euch das mal an. Hier auf der rechten Seite. Einfach unfassbar. Leider fehlen schon richtig viele Bücher. Hier rechts haben wir so einen kleinen Ofen. Hier steht die Türe auf, das Fenster auf. Wie schön wäre das, wenn jetzt hier noch die ganzen Bücher drin wären. Aber haltet euch jetzt fest, Leute. Guckt euch diesen Raum jetzt mal an. Guckt euch das an. Jetzt wissen wir auch, warum das Ding hier Doktorenvilla heißt. Irgendein alter Doktor wird hier seine Patienten empfangen haben und gleichzeitig gewohnt haben. Guckt euch das mal an. Was hier alles zurückgelassen wurde, diese ganzen Utensilien hier, die der Doktor benötigt hat, das ist schon extrem gruselig irgendwie. Und dann hier der Stuhl, die Liege, einfach nur unglaublich. Leute, was haben wir hier wieder für eine Location gefunden? Die hat es ja wirklich in sich. Dann dieser uralte Monitor. Wie krass ist das bitte, Leute? Was das hier ist, kann ich euch gar nicht sagen. Aber auch wahrscheinlich irgendein Hilfsmittel für die Operationen oder so. Da steht sogar der Name des Doktors. Ich bin absolut überwältigt gerade. Dann geht es hier in so einen kleinen Nebenraum. Ganz viele alte Zeitungen. Überall Spinnennetze. Die Natur holt sich den Raum hier schon zurück. Also die ersten 2 Räume waren ja schon mega und das Ding ist riesengroß. Ich bin jetzt extrem gespannt, was wir hier noch alles entdecken werden. So, von links sind wir gekommen. Da haben wir auch wieder so eine kleine Weinansammlung. Da war der Patientenstuhl. Und die ganzen Bücher waren wahrscheinlich alle mal in den Regalen der Bibliothek drin. Guckt euch das an. Eine uralte Truhe.
wurde natürlich schon ein bisschen durchwühlt, aber hat definitiv noch so einen gewissen Charme. So, und Italien ist ja bekannt für außergewöhnliche Deckenmalereien oder Wandverzierungen. Und hier hat man echt auch wieder keine Mühen gescheut, ne? Überall uralte, handgeschriebene Briefe. Und guckt euch jetzt mal bitte diesen Flur an. Muss ich hierzu noch irgendwas sagen, Leute? Guckt euch das an, der Eingangsbereich. Ein riesiger Brief an der Wand. Dann war das wahrscheinlich mal der Haupteingang zu diesem Haus, zu dieser Villa. Und überall haben wir hier die wunderschönen Verzierungen an den Decken und an den Wänden. Traumhaft. Wirklich. Dann haben wir hier so eine echt schöne Sitzecke. Da steht auch wieder etwas auf Italienisch drauf. Und hier ein Zugang zum Garten. Wahrscheinlich wurden hier die ganzen Gartengeräte mal abgestellt. Und guckt euch jetzt mal diesen Treppenaufgang da vorne an. Da sitzt eine kleine Statue. Wir haben einen Löwen abgebildet. Überall noch alte Unterlagen hier auf dem Tisch. Und auch hier haben wir den Löwen. Vielleicht war der Arzt Löwe vom Sternzeichen her oder Löwe war sein Lieblingstier. Wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden. Aber sein uraltes Haus hat es wirklich in sich, Leute. Guckt euch das an. Eine richtig schöne Wanduhr oder Standuhr, wie wir sie auch aus Frankreich kennen. Hier so ein kleiner Abstellraum, wo alles Mögliche einfach reingestellt worden ist. Seine Arzttasche. Und hier haben wir noch 2 Vasen und eine uralte Zeitschrift. Und das hier dürften die Überreste eines Rosenkranzes sein. Und guckt euch mal bitte diese Statue an. Ein Löwe hier an der Treppe und dieser hält so eine Art Wappen in der Hand. Wir haben sogar noch einen Speer neben der Uhr stehen. Und guckt mal hier oben, Leute. Eine wunderschöne Büste. Bevor wir nach oben gehen, schauen wir uns den Raum direkt unter der Büste an. Das scheint mir so ein Esszimmer gewesen zu sein oder Aufenthaltsraum. Wohnzimmer vielleicht. Auch dieser Raum hat es komplett in sich. Auf der linken Seite uralte Bücherregale, die leider auch wie die anderen Regale nicht gefüllt sind. Aber auch dieser Raum hat es komplett in sich. Einen richtig schönen Kamin mit 2 Vasen daneben, die auf Säulen stehen. In der Ecke das kleine Klavier. Hier noch eine uralte Zeitung. Hier ist natürlich immer interessant, von welchem Datum diese ist. Ich erkenne jetzt hier 1990. Das ist natürlich immer so ein Anhaltspunkt, seit wann so eine Location verlassen ist. Ihr könnt ja gerne mal eure Schätzung abgeben, seit wann der Doktor die Villa hier verlassen hat. 1990 klingt für mich auf jeden Fall erstmal plausibel. Und hier das wunderschöne Klavier, Leute. Und überall ist noch Inventar zu finden.
Und wir haben das Gegenstück zu dem anderen Löwen von gerade eben gefunden. Dann haben wir hier den wunderschönen Kamin mit den 2 Vasen. Und jetzt zeige ich euch einmal die Deckenmalerei dieses Raumes. Dann haben wir hier noch einen weiteren Raum. Sieht auch wieder wie so ein Abstellraum aus. So ein kleines Kellergewölbe und auch hier war die Wand mal komplett bemalt. Bin ich jetzt auf jeden Fall extrem gespannt, was wir oben noch alles so vorfinden werden. Das ist doch mal ein Aufgang. Die Sonne schimmert hier rein durchs Fenster. Ist auch mega angenehm, Leute. Wir haben wirklich die ersten Sonnenstrahlen des Jahres. Das fühlt sich richtig geil an. So, es geht nach links und es geht nach rechts. Ich würde sagen, wir fangen mal rechts an. Oh. Wir haben eine Säule hier in der Mitte. Da oben so ein kleines süßes Fenster. Und das ist ja echt noch richtig groß hier, Leute. Wahnsinn. Mega. Und hier haben wir das erste Bett im Haus. So, wir gehen jetzt mal weiter. Boah, hier auch wieder so ein uralter Fernseher. Und das sieht mir irgendwie nach extrem altem Schminktisch aus. Boah, das ist aber jetzt wirklich verwinkelt hier, Leute. Okay, das ist nicht mehr so schön. Aber die Decke hat irgendwas. Hier steht auch noch ein kleines Bett. Und hier stehen auch alle Fenster auf in der Location. Da oben war wahrscheinlich auch mal ein Glas drin. Fehlt jetzt leider. Und hier haben wir ein weiteres Schlafzimmer. Boah. Krass. Doppelbett. Hier wird der Arzt dann wahrscheinlich mit seiner Frau geschlafen haben. Und hier hängen sogar noch die Klamotten am Haken.
Ich bin definitiv positiv überrascht. Die Villa hatte bis jetzt auf jeden Fall einige Schätze hervorgehoben und einige Überraschungen zu bieten. Machen wir mal weiter. Boah. Die sehen richtig geil aus, die Kamine hier im Haus. Ist jetzt der dritte, den ich so sehe. Und ich glaube, soll das ein Löwe wieder sein? Also irgendwas hat der Löwe mit dieser Villa hier zu tun. Hier haben wir auch wieder so eine alte Kiste. Ich stehe ja total auf so alte Holzkisten. Die finde ich mega cool. Und hier kam sogar mal Wasser raus. So ein kleiner Brunnen im Flur. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, dann biegen wir nochmal nach links ab. Hier steht noch eine Nähmaschine und ein weiteres Sofa mit einem Stuhl. Hier auch wieder ein extrem ausgefallener Ofen. Und das ist die Küche, die sich hier im ersten Stock befindet. Boah, uralt. Uralt das Ganze. Auf den Zetteln stand gerade das Datum 1988. Das würde ja mit der Zeitung, die wir unten gefunden haben, übereinstimmen. Das heißt, die Villa ist seit ungefähr 35 Jahren verlassen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge vergehen lassen, Leute. Okay, und jetzt kommen wir hier wieder am Einzelbett aus. Dann geht es für mich jetzt noch mal nach unten und dann schaue ich mal, ob ich dort noch den ein oder anderen Schatz für euch finde. Okay, unten bin ich nochmal alles zur Sicherheit abgegangen. Ich habe euch definitiv alles gezeigt und wir sind absolut sprachlos. Eine mega geile Location, Leute. Und dann würde ich vorschlagen, geht es jetzt ab zum nächsten Spot. Diesen werdet ihr allerdings erst im nächsten Video sehen und ich würde mich mega über ein Like und einen Kommentar freuen. Und ich hoffe, dass ich euch dann im nächsten Video wieder begrüßen darf.